Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, und wie ihr sehen könnt, geht es heute mal wieder um Tattoos, und zwar Tattoos der Natives auf den Plains, im Speziellen hier irgendwas zwischen Mandan, Arikara, Hidatsa, Assiniboine, Yankton, Sioux, so dieses ganze breite Spektrum. Sind auch ein paar mehr dabei, und ich habe jetzt hier versucht, mal so ein paar Sachen zusammenzutragen. Das ist ein bisschen noch chaotisch, aber es soll heute mal einfach Erklärung anhand der Bilder geben, die es gibt. Ja, weil es wird ziemlich viel geschrieben, ziemlich viel gesagt zu diesem Thema, und in Nordamerika bei den verschiedenen Stämmen gab es so unterschiedliche Tätowierungsstile, aber der nördlichen Plains ist schon ziemlich herausstechend, und da möchte ich jetzt ganz gerne mal drauf eingehen. Also grundsätzlich erstmal Folgendes: Wir haben jetzt hier Piktografien, 4 Stück, wobei diese 3 ersten Piktografien, wo Tattoos dargestellt werden, die stammen von Matotopa, also 4 Bären von den Mandan, und diese Robe, das ist eine Bisonrobe, auf der diese Krieger hier gemalt sind. Diese Roben stammen irgendwo aus dieser Zeit 1830 bis 1833, so ungefähr, plus minus. Und was wir jetzt hier sehen, das finde ich eigentlich relativ spannend, deswegen will ich darauf eingehen. Hier in der Mitte, der Krieger, der auf der einen Seite eben hier grün bemalt ist, der wird eben bei Matotopa, bei seiner ersten Robe, also Matotopa hat 2 Roben gemalt, wo gleiche Kampfszenen drauf dargestellt sind. Und hier geht es jetzt speziell um Krieger, die Matotopa getötet hat. Und hier haben wir einen von diesen Kriegern. Und dieser Krieger wird eben auf der älteren von den beiden gemalten Roben einfacher dargestellt, sehr traditionell, so wie die Natives zu dem damaligen Zeitpunkt auch die ihre Piktografien angefertigt haben. Wiederum können wir hier Parallelen sehen zwischen diesem hier und also dem mit der halben Seite grün und der rechts äußeren Piktografie, wobei das ist jetzt eine abgepauste Piktografie eines Shirts, also eines War-Shirts. Aber wir sehen, dass da ziemlich viele Ähnlichkeiten drin auftauchen, sind aber nichtsdestotrotz vollkommen unterschiedliche Krieger und Stämme. So, hier, soweit ich mich jetzt erinnern kann, war das ein Assiniboine. Und wie gesagt, er wird hier sehr einfach dargestellt. Es sieht erstmal so aus, als hätte er ein Iro, dem ist aber nicht so. Es ist so, dass lange Haare dargestellt worden sind, wie man hier außen auch sieht, einfach nur mit einfachen Strichen. Und in der rechtsaußen Piktografie, das ist eigentlich die klassische, richtig alte Darstellung. Die Matotopa hier angefertigt hat er, das finde ich nochmal sehr spannend, weil er eben ein paar mehr Details zeigt. Ja, wir können jetzt nicht mehr so viel darauf erkennen, weil schon viel verblasst ist, aber wir erkennen, dass auf jeden Fall hier Farben eine Rolle spielen. Also dieser Krieger war halbseitig, wie gesagt, der grün angemalt. Auf der anderen Seite hatte er eben diese horizontalen Streifen, wobei wir nicht genau wissen, sind diese tätowiert oder sind sie aufgemalt. Das können wir nicht mehr nachvollziehen. Beides kann möglich sein. Also die können definitiv tätowiert worden sein. Das wäre auf jeden Fall jetzt nicht ungewöhnlich, aber können wir nicht genau sagen. Was jetzt hier in der Mitte spannend ist, ist diese Darstellung, weil diese doch sehr detailliert ist und wir die gleiche Darstellung auf der linken Seite, links außen, das ist der gleiche Krieger, die gleiche Kriegshandlung, nur auf der anderen, etwas späteren angefertigten Robe. Diese Robe wurde angefertigt, nachdem Prinz Sovid und Bodmer, der Maler, sich angefreundet haben mit Matotopa, und von daher sehen wir jetzt hier ganz stark den Einfluss von Bodmer in der piktografischen Darstellung. Das finde ich deswegen so spannend, weil jetzt hier eben der Haarstil ganz anders dargestellt wird. Hier werden Sachen wie ein Ohrring und ja, also ganz viele Sachen werden hier sehr detailliert dargestellt. Sogar
Die Umhängetasche hier, die Jagdtasche mit dem Kuhhorn, ne, man sieht, das Kuhhorn ist hier weiß, hat eine schwarze Spitze. Das ist deswegen so spannend, weil in der damaligen Zeit eben so ein Kuhhorn schon wirklich was wert war. Bisonhörner gab es ja noch und nöcher, aber diese schöne Färbung hier eben nicht. Und wir sehen auch, dass es nicht ganz normaler Handelsstoff war, sondern eben der, welcher nochmal in solchen Stufen unterteilt war. Das ist so eine ganz spezielle Form, die es in der damaligen Zeit gab. Und man sieht dann außerdem noch den Skalp, den dieser Krieger schon vorher errungen hatte. Aber darum geht's jetzt erstmal nicht. Es geht jetzt um diese mittlere Darstellung der Tätowierung. Und zwar, weil diese Form dieser Tätowierung hier etwas später dargestellt worden ist sie wahrscheinlich aus meiner Perspektive nicht ganz so genau dargestellt wie die rechts daneben. Man kann jetzt spekulieren, warum das so war. Ich würde sagen, für Matotope spielt das jetzt nicht so die Rolle. Genau die Darstellung der Tätowierung zu zeigen, wobei eben bei der älteren Robe das deutlicher rauskommt. Vielleicht war das Erinnerungsvermögen noch ein bisschen wacher. Und wegen eben hier wurde der mittlere Steg hier quasi nur in einzelnen irgendwie um die 10 oder 8 bis 10 Kästchen in einer Reihe dargestellt. Das ist eben deswegen spannend, weil, wie gesagt, es sind hier andere Details da drin, die super genau dargestellt worden sind. Also ganz, ganz viele Sachen, aber eben diese mittlere Tätowierung eben nicht. Was wir jetzt aber sehen können ist, wenn wir jetzt beide miteinander vergleichen, hier ist zwar auf der ganz Linksaußenseite eben nur Kästchen dargestellt, aber wobei wir jetzt ja sagen können, der gleiche Krieger hat eben hier diese Dreiecke in dieser speziellen Form. Und die müssen wir uns einfach dazu denken. Und jetzt sieht man hier oben am oberen Ende am Hals, ja, direkt so da, wo der Kehlkopf ist oder da drunter oder da drüber, sieht man 2 Striche, die nach außen gehen. So, das ist eine ganz klassische Darstellungsform, die wir auch in der älteren Form finden. Da sieht man nur einen Strich. Den Rest könnte man jetzt angedeutet sich vorstellen, aber ich kann es jetzt natürlich jetzt nicht beweisen. Und wir sehen das genauso auch hier in der Darstellung. Also das ist hier ein Assiniboy, der getötet worden ist von Matotope. Das hier ist ein Arikara. Und auch hier sehen wir diese Streifen und die sollen definitiv so eine Art, ich sag mal, Kragentätowierung am Hals bedeuten. Ja? Aber interessanterweise bei dieser ganz einfachen Darstellung von jemand anders sehen wir das eben nicht. Wobei wir jetzt spekulieren können, hatte er das nicht? Kann gut sein. Oder wurde es einfach nur nicht dargestellt, weil es halt so nicht detailliert ist. Ja, das ist eben das Spannende hier. Vor allen Dingen auch, weil bei dem Arikara, der hier gezeigt worden ist, die gleiche Tätowierung, also fast die gleiche Tätowierung gezeigt wird. Wobei hier quasi nur bis zum, Anfang des Magens quasi, also Ende der Rippen, des Rippenbogens quasi die Tätowierung geht. Und hier scheint sie weiter nach unten zu gehen. Aber gut, das ist eine Sache, muss nichts heißen. Was wir hier sehen ist, die Tätowierung klassisch wurde aus Holzkohle von Weichhölzern, also Weide zum Beispiel, und wahrscheinlich auch Pappel und solchen Geschichten eben gewonnen. Diese Kohle wurde dann zermahlen und wurde dann eben tätowiert. Und jetzt ist das Interessante dabei, die Gewinnung davon. Wenn man einfach nur das Holz verkohlt, dann erhalten wir, wenn es tätowiert wurde, genauso wie auf dem Bild hier zu sehen, blaue Linien und eben nicht schwarze. Und ich meine jetzt hier in dem links äußeren Bild zu erkennen, es war in einer anderen Darstellung noch genauer, kann ich jetzt hier aber nicht, könnt ihr wahrscheinlich nicht so gut erkennen, aber die meisten Striche sind alle blau. Und jetzt haben wir hier aber neben diesem mittleren Steg nochmal 4 oder 5, ich weiß es nicht genau, Striche oder vielleicht sogar 6, die schwarz dargestellt sind oder schwarz dargestellt werden sein könnten. Das ist halt deswegen interessant, weil eben Tätowierungen, die aus Ruß gewonnen sind, also Tätowierungspaste quasi, die aus Ruß gewonnen ist, diese ist dann schwarz, kohlrabenschwarz, aber die klassische, wie die meisten Tätowierungen damals waren, das ist eben blau. Und hier haben wir tatsächlich so eine Art Mischung
in beiden. Finde ich deswegen interessant, weil bis jetzt ich davon ausgegangen bin, dass einzelne Stämme eben zum Beispiel nur die Holzkohle verwendet haben und die anderen nur den Ruß. Aber hier könnte man eventuell eine Mischtechnik quasi daraus ablesen. Ja, genau. Und was ich halt interessant finde, was immer wieder auftaucht, sind diese Zackenformen und verschiedene Anzahl von den Zackenformen, das zwar schon, aber was sich da auch dann ableitet, sind eben hier wie Dreiecke. Man sieht das eben, dass hier quasi wie so ein Tannenbaum quasi in einfacher Form entsteht. So, jetzt gehen wir weiter. Hier sind weitere Darstellungen, Kampfdarstellungen, wo man eventuell Tattoos drauf sehen kann. Dabei ist es allerdings überhaupt nicht klar, ob es welche zeigen oder nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier in die Mitte rein in das Bild, ja, und wir sehen jetzt hier so einen mittleren Steg. Da sind leider, ich habe jetzt kein detailliertes Foto davon, aber man sieht schon ganz deutlich, auch hier ist das Ganze unterteilt, hat hier unten eine Spitze. Damit sieht das sehr wahrscheinlich nach einer Tätowierung aus. Aber wie gesagt, ich kann es ja nur, das sind nur Vermutungen jetzt. Das gleiche gilt jetzt auch für diese Darstellung rechts daneben. Ja, es könnte auch sich weil er um 1800 war, beliebt, eigentlich aber auf also im Waldland, aber das ist dann auch auf die Plains rübergeschwappt, dass man so wie Halbmonde aus Silber oder auch Messing getragen hat. Und diese wurden dann auch bei einer ganz wichtigen Person, die dann vielleicht Einfluss hatte und sich sowas leisten konnte, konnten mehrere untereinander gehängt werden. Und das war dann quasi, ja, wie mit einem Halsband quasi. Und daran waren eben solche halbmondförmigen, meistens Silberformen befestigt. War ein sehr großes Statussymbol. Und wir sehen das eben entweder hier oder wir haben aber auch, man könnte auch sagen, in der anderen Darstellung habe ich das schon mal deutlicher gesehen, weil es ja hier sehr dreieckig ist, könnte es eben sich hier um eine Tätowierung handeln, genauso wie hier drüben links. Auch hier könnte es eine Tätowierung sein, weil eben es ist nicht halbrund dargestellt, wie in anderen Piktografien, sondern es ist eckig. Und hier sind nochmal 2 Striche links und rechts. Kann ich natürlich jetzt nur mutmaßen, was das ist, aber es könnte, wie gesagt, eine Tätowierung sein. Außerdem, wir sehen jetzt hier diese Streifen, ja, die tauchen ziemlich häufig auf, in verschiedener Anzahl. Also diese hat ja nur 2 Streifen, hier unten sind auch nur 2 Streifen auf einer Seite vom Körper. Diese haben relativ viele, gleichmäßig links und rechts verteilt. Diese auch wieder nur auf einer Seite, wobei man hier auch sieht, dass der Arm scheinbar auch irgendeine Art der Bemalung oder Tätowierung aufweist. Hier sind wie so kleine Zacken oder Abschnitte, weil das gleiche haben wir nämlich auch dann nochmal rechts daneben. Auch hier ist der Arm mit diesen Zacken dargestellt. Und gehen wir jetzt nach oben, dann sehen wir hier wieder auf der einen Seite Streifen und das Besondere ist hier nochmal, dass da eine eine Steinkeule dargestellt sein könnte. Also wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen, aber würde ich mal sagen. Und dass hier unter den Achseln sind nochmal 4 einzelne Punkte dargestellt. So, wie gesagt, das könnte auf verschiedene Formen der Tätowierung hinweisen, aber muss jetzt nicht unbedingt. Was daran spannend ist, da gehe ich noch weiter hinten in diesem Video drauf ein, es könnte sich um verschiedene Stämme hier handeln und wie hier zum Beispiel diese einseitige Tätowierung, die wir jetzt hier haben bei einigen oder nur mittig, das kann mitunter zum Beispiel Hidatsa sein, ja, sowas in die Richtung oder Mandan oder so, weil diese dafür bekannt waren, eben nur eine Körperhälfte zu tätowieren. Oder eben auch, andere hatten dann hier quasi nur so einen mittleren Steg, wobei jetzt hier außen sehen wir hier, dass es symmetrisch links und rechts tätowiert worden ist. Und das ist wiederum typischer für die Cree. Wie gesagt, das sind nur Vermutungen, das muss es überhaupt gar nicht heißen. Diese Piktografien stammen aus verschiedenen Zeiten, aus dem Zeitraum 1804, kann aber auch schon 1795 oder sowas gewesen sein, die älteste Robe davon, bis irgendwas um die 1830, irgendwie in diesem Zeitraum. Wobei sie sehr altmodisch dargestellt sind. So, gehen wir jetzt hier erstmal zu den Zeichnungen, die Kurz angefertigt hat.
Was daran spannend ist, dass er erst in den 50er Jahren dort herumgereist ist, in den nördlichen Plains, und von daher leider durch die Pockenepidemien die meisten, ich sag mal, Tätowierten wahrscheinlich schon längst verstorben waren und von daher quasi diese Form fast, ich sag mal, ausgestorben war und trotzdem aber kurz zum Glück sehr detailliert zeichnet, was er da eben gesehen hat, und zwar von verschiedenen Stämmen. Das ist eben das Interessante. Und obwohl es verschiedene Stämme sind, ist es halt doch die obere nördliche Plains, und von daher sieht man so krasse Übereinstimmungen von verschiedenen Stämmen, dass man davon sprechen kann, dass es eben ein stammesübergreifender Stil war. Wiederum ist es natürlich so, dass einige Stämme bestimmt ein Erkennungsmerkmal hatten und andere, daher hätte man das wahrscheinlich zu der damaligen Zeit auseinanderhalten können. Können wir heutzutage jetzt nicht mehr ganz so gut nachvollziehen, aber dennoch können wir hier einige interessante Sachen ableiten. Ja, also zum Beispiel, was auf jeden Fall ganz klar ist, dieser mittlere Steg hier, ja, der wiederum unterteilt worden ist in Kästchen, genauso wie auf der Darstellung von Bodmer, nur eben hier viel, viel detaillierter dargestellt, eben weil es eine richtige Skizze ist und nicht nur eine piktografische Darstellung. Und hier auch einmal in Kästchen, aber auch in Dreiecke unterteilt und wieder auch hier diese Streifen links und rechts am Hals. Auch hier ist nochmal so eine Art Halbmond dargestellt und bei dem hier auch nochmal Dreiecke. Das ist total spannend, ne, weil wie gesagt, das sind unterschiedliche Stämme und trotzdem sehen wir da total tolle Übereinstimmungen. Hier in der Mitte ist sogar nochmal so eine Pfeilspitze tätowiert. Ja. Oder bei dem hier eben diese typischen Streifen, die bei mehreren Stämmen vorkamen. Und wie gesagt, man kann jetzt verschiedene Sachen vermuten, was es bedeutet hat. Ich will jetzt heute erstmal nur auf die Darstellung eingehen, nicht unbedingt detailliert in alle Bedeutungen. Eher meine eigene Deutung würde ich dann zum Besten geben. Ja, was auch sehr, sehr typisch war, man sieht hier, wenn man das vergleicht, eben diese Unterteilung. Ja, also wie, dass der mittlere Part hier Unterteilung hat und die setzt sich in den Streifen, die über die Brust und über den Arm gehen, eben fort. So, das haben wir hier. Wobei hier zum Beispiel eine Unterbrechung da ist mit diesem Querstreifen. Ja, sind halt doch sehr viele Unterschiede auch da, aber trotzdem Ähnlichkeiten. So, hier gehen wir jetzt nochmal auf etwas andere Tätowierung ein. Hier ganz außen rechts sieht man auch wieder diese typische Dreiecksdarstellung und diese Streifen. Dazu sei gesagt, dass in einem Text hatte ich gelesen, dass dieser spezielle Krieger hier, sehr, sehr wahrscheinlich war es der quasi mitten in dem Tätowierungsprozess abgebrochen hat. Also im Prinzip, ich sag mal so, das nicht ausgehalten hat oder das nicht mehr weiter machen wollte. Vielleicht war es dann zu schmerzhaft. So wird jedenfalls auch berichtet, dass für viele Leute das dann, also mindestens von 2 auf jeden Fall, dass es zu krass war und die es abgebrochen haben. Oder andere das gar nicht erst angefangen haben, sich überhaupt tätowieren zu lassen. Ja, und hier sieht man, wie gesagt, wieder der Streifen hier und auch über die Schulter. Und hier haben wir jetzt was Spannendes, und zwar haben wir 2 Streifen, die von der Wirbelsäule aus zur Schulter gehen, sich aber hier nicht weiter nach vorne durchziehen. Wenn wir jetzt das daneben anschauen, dann gibt es eben eine andere Tätowierung von Poor Wolf, und da ist es so, dass dieser Streifen von dem Rücken sich dann über die Schulter vorne rüberzieht, eben einmal runter hier über die Brust oder eben hier vorne wieder zum Ansatzpunkt eben vom Arm. So, das ist halt spannend, finde ich. Daraus deute ich auch was, aber das werde ich später sagen. Und wir haben jetzt hier links daneben haben wir, das ist leider sehr schlecht zu erkennen, wir haben hier Ballspieler oder Ringspieler, und wir sehen, hier ist ein Pfeil drauf tätowiert. Ja, und hier könnte eventuell sich auch um Pfeil handeln, wobei dieser Streifen nur auf der einen Seite Zacken hat. Warum ist das so interessant? Weil mich das wiederum, es gibt auch noch eine andere Darstellung davon, mich erinnert das dann wieder an die erste piktografische Darstellung rechts außen mit den Zacken eben. Wobei zum Beispiel hier
links außen auch ein Streifen vom Schulteransatz runtergeht bis zum Handgelenk. Und wir haben hier einen dicken Streifen, der unten auf dem Unterarm Zacken nach vorne gerichtet hat. Was genau das bedeutet, ist natürlich schwer zu sagen. Trotzdem taucht es halt immer wieder auf und man könnte da eine Stammeszugehörigkeit oder eine bestimmte Symbolik drin erkennen. Was wir außerdem hier sehen, ist eine Schlange, die hier zum Beispiel ganz außen drauf tätowiert ist, und Rauten. So, außerdem diese beiden Dreiecke. Was man jetzt hier sagen könnte, wäre, dass hier oben, es könnte zum Beispiel eine Adlerfeder vereinfacht darstellen, ja, ist aber schweres zu deuten. Und diese Schlange könnte das Töten oder Skalpieren eines Feindes bedeuten. Jedenfalls war es in der Waldlandregion jemanden, der jemanden umgebracht hat, durfte sich eben so eine Schlange tätowieren. Von daher passt das jetzt nicht ganz auf die Planes, aber es könnte da durchaus eine Verbindung bestehen, wobei natürlich auch diese Schlange für was anderes stehen kann. Hier ist auch was Spannendes. Wir haben hier auch dieses typische Dreieck, wie wir auch hier links sehen. Nur darüber sind eben Punkte angebracht in einem Bogen. Und hier sind jeweils auch nochmal Reihen von immer jeweils 3 Punkten. Was es genau bedeutet, ist schwer zu sagen. Aber man könnte diesen Halbbogen, also diesen Bogen hier als Huf bezeichnen und für einzelne gefangene Pferde zum Beispiel oder für irgendwelche Punkte im Leben wie ein Schenkfest ausgerichtet. Dafür gab es auch zum Beispiel früher Punkte, sag ich mal so. Ja, irgendwas, was der Gesellschaft zugute kam, hat derjenige wahrscheinlich getan. Aber das ist nur eine Vermutung. Hier außen links unten sehen wir nochmal in sehr schlechter Qualität zwar, aber 2 Pferdehufe. Auch da könnte man jetzt sagen, hat vielleicht 2 Pferde eingefangen, ja, oder 2 Pferde verschenkt. Kann man jetzt sich alles Mögliche drüber ausdenken, aber auf jeden Fall ist es hier tätowiert. Außerdem eine sehr ungewöhnliche Tätowierung, wo ich noch nichts Ähnliches gesehen habe, außer hier diese Dreiecksform, sind diese 3 Dreiecke übereinander, die diese Spitze nach unten bilden. Und hier, da gleich daneben, beide eben spielen das Chunky-Spiel, genauso wie der hier oben auch. Hier sieht man sogar den Stein, ja, mit dem Loch drinne und den Speer, den sie hier mit sich führen. Jedenfalls hier sehen wir eben, dass es Kreise sind, die über die Schulter und über Oberarm gehen. Und die sind leicht oval und sind meistens unterteilt in, wie gesagt, wieder 3 Felder. Das taucht auch öfter mal auf. Damit habe ich mich jetzt allerdings noch nicht beschäftigt, was das bedeuten kann. Gehen wir weiter. Dann sehen wir jetzt hier eine sehr deutliche Symbolik, und zwar diese Hand, ja, zeigt eindeutig, oder das heißt eindeutig aus meiner Perspektive, dass diese Person jemanden entweder im Zweikampf getötet hat oder und deswegen sich diese Handmachen drauf tätowieren darf, oder aber einen Feind quasi gefangen genommen hat. Ja, sowas in der Richtung wird jedenfalls beschrieben in den Textbüchern. Auch hier sehen wir wieder 4 Streifen. Dass diese Streifen auf der Schulter und auch über die Brust, das könnten einzelne Kriegszüge darstellen. Ja, aber muss es auch nicht. Wieder hier haben wir diese Kreise, diesmal nur mit 2 Strichen, die sich hier nach unten ziehen, hier, wobei wir das untere nicht sehen können, was genau das ist, kann man nur vermuten. Hier drunter sieht man auch wieder, dass man hier 5 Streifen hat, welche Verdickungen haben, und entweder handelt es sich dabei um, ich sag mal, Lanzen-Pfeile oder einfach nur Kriegszüge. Ist jetzt schwer zu sagen. Oder Adlerfedern, das kann natürlich auch sein, dass man das sozusagen, ja, aber das kann auch das Gleiche im Prinzip bedeuten, ne? Auf dem Kriegszug erfolgreich gewesen, ein Streifen und dann eine Adlerfeder, also von daher gibt's da eine Verbindung. Was wir hier sehen, ist auch, hier ist wieder so ein mittlerer Steg mit diesen typischen Dreiecken, die nach unten hin gerichtet sind. Und was ich hier nochmal deutlich zeigen möchte, ist, dass am oberen Ende wieder so 2 Streifen nach außen gehen über den Hals. Ja, und wie gesagt, ich sage da später noch was dazu.
haben wir das gleiche hier auch nochmal genau daneben. Auch hier haben wir wieder diese Tannenbaum-Zeichnung, wobei allerdings diese Tätowierung sonst nicht weiter Details aufweist. Ja, kann man also nur mutmaßen. Hier wiederum, das ist auch wieder Pure Wolf und das ist eine zwar von der Qualität her gerade sehr schlechte Darstellung, aber man sieht, dass diese Person, also dass er komplett tätowiert war. Pure Wolf war auf dem Rücken, auf der Brust und auf den Beinen tätowiert, zumindest auf der einen Körperhälfte. Und hier nochmal eine im Prinzip piktografische Darstellung von ihm, was auch sehr interessant ist. Hier drüber ist eins seiner Bilder quasi, die ich später nochmal zeigen werde, mit dem mittleren Steg. Auch hier wieder Dreiecksform und Kästchen mit Linien drinne und im Prinzip Formen wie Dreiecke oder Rundungen, die zur Mitte ein bisschen zulaufen und hier auch diese Dreiecke, die zur Mitte zulaufen. Hier ist wieder was Spannendes, da kann man vielleicht auch so ein bisschen diese Einflüsse sehen. Meine Vermutung ist folgendes. Wir haben jetzt hier Streifen, die den Arm runtergehen bis zum Handgelenk oder auch bis auf die Hand drauf. Die können einzelne Kriegszüge darstellen, ja. Aber, und hier sehen wir auch eventuell 2 Adlerfedern oder halt getötete Krieger in einfacher Form dargestellt. Und wir haben hier dieses Kreuz und diesen mittleren Steg, der aber nicht so viel weitergeht. Und hier ist eigentlich das Spannendste am Hals. Wir haben hier nicht nur den normalen Streifen, der nach links und rechts geht, sondern wir haben jetzt hier nur auf einer Seite eben diese Darstellung, die aber den Uniformsjacken der damaligen Zeit der Militärs quasi entspricht. Dem tatsächlich so ähnlich ist, dass ich sagen würde, hier sieht man Parallelen, wo garantiert, aus meiner Perspektive jedenfalls garantiert, sie sich da ein Beispiel genommen haben, weil solche Frock-Coats, also solche Militärmäntel, waren unglaublich beliebt unter den indianischen Kriegern und das galt schon sowas zu haben. Und sich das auch noch dann zu tätowieren, war wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte, Verdeutlichung. Hier gehe ich jetzt nochmal auf unterschiedliche Darstellungen ein. Hier in der Mitte wieder haben wir diesen typischen Steg, so wie man den sehen kann, ja, so einen mittleren Streifen. Auch hier wieder mit diesen Dreiecken, den Unterteilungen, genau. Und eben diesen, sind ein bisschen Spitzen, die quasi Richtung links und rechts vom Hals eben drüber gehen. Leider ist das alles ein bisschen von der Qualität nicht so gut. Links daneben habe ich genau die gleiche Darstellung, also von anderen Krieger. Nochmal, auch hier sind so Streifen, die über den Hals nach oben gehen und wir sehen eben Dreiecksform und Kästchen. Hier ganz links außen sieht man, dass auch hier dieser Krieger hat hier Streifen drauf tätowiert, die dann aber über die Schulter eben genauso wie bei den 1-2 Kriegern auch sonst hier von der Rückseite quasi über die Schulter gehen. Ja, finde ich eigentlich ziemlich spannend. Außerdem hier auch nochmal in der Mitte entweder gemalt oder aber auch sehr gut möglich, dass es tätowiert war, eine Art Sonnensymbol quasi auf die Mitte quasi aufgebracht, ja, mit 8 Zacken. Das ist schon sehr symbolträchtig. Außerdem jetzt hier haben wir eben diese Hufabdrücke, die am Unterarm eben drauf tätowiert worden sind. Und ähnlich wie das auch haben wir jetzt hier zum Beispiel Bärentatzen, die links und rechts auf die Brust tätowiert sind. Das sind alles unterschiedliche Stämme. Wir haben jetzt hier Yankton, das war Omaha, glaube ich. Also, und wir haben verschiedenste, das war, glaube ich, Cheyenne. Ja, und wir haben auch hier wieder diese Streifen, ja. Und hier sehen wir auch wieder diese typischen Streifen, wobei wir sagen müssen, dass es hier sich um nochmal ein bisschen was anderes handelt. Denn hier, das ist eine ziemlich heilige Angelegenheit gewesen, denn das sind Streifen, Hautstreifen, die rausgeschnitten worden sind aus dem Fleisch und die dann wahrscheinlich, so wie es hier aussieht, das sieht man auf mehreren Gemälden, auch von Bodmer, eventuell mit Kohlen, also Kohlenstaub quasi eingerieben worden sind, so dass sozusagen diese offene Wunde zu so einer schwarzen Markierung wird. Auch hier sieht man eben diese Tätowierung, die hier runtergeht, mit dem Kreis und dem Halbmond. Das ist eine Tätowierung, die
soweit ich das erinnern kann, eine ziemlich hohe Stellung und eine sehr zeremonielle Angelegenheit war mit dem Pfeilbewahrern. Und das wurde immer weitergegeben von Generation zu Generation, hat sich aber dann irgendwann zerschlagen. Allerdings sehen wir auch auf piktografischen Darstellungen von Cheyenne-Kriegern, auch aus der späteren Zeit, wo eigentlich kaum noch jemand tätowiert war, dass sie sich das gemalt haben auf dem Oberkörper oder eben noch so tätowiert waren, weil genau dieses Symbol dort dann wieder auftaucht. Ja, das vielleicht dazu. Hier sehen wir auch nochmal eine ziemlich bekannte Darstellung von dieser Tätowierungsart, die sehr, sehr interessant ist, weil sie sehr, das war halt ein Kriegshäuptling, würde ich mal sagen, also, oder jedenfalls sehr wichtiger Häuptling, und der hatte eben hier eine bestimmte Form, auch wieder diese Kreise mit diesen einzelnen Unterteilungen, hier wieder auch diese 3 Unterteilungen und hier noch diese Zacken, die sich runterziehen eben bis auf Handgelenk. Hier in der Mitte wieder diese Dreiecksform, die Dreiecke, die unterteilt worden sind, und Kasten und Streifen. Und auch hier wieder links und rechts, wobei man es natürlich nicht genau sagen kann, weil das hier übergeht zwischen selbst angemalt und eben den Tattoos. Man sieht hier auf jeden Fall Streifen auf dem Hals, die nach links und rechts gehen. Genauso wie auch hier in der mittleren Darstellung ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich von der Tätowierungsart, wobei man sagen muss, dass die Darstellung, also hier hat Bodmer, der das hier gemalt hat, ein bisschen, ich sag mal, geschlammt, beziehungsweise er wollte die in dieser eigentlich nur Skizze quasi die Tätowierung darstellen, aber über der Tätowierung hing eben diese schöne Knochenpfeife und von daher hat er sie einfach versetzt dargestellt. Weil man sieht hier oben, dass es da nicht so richtig wieder mit dem Hals übereinstimmt, und der ist auch proportional, ist es ein bisschen fragwürdig. Aber trotzdem erkennt man eben ganz klar die Form der Tätowierung und die Streifen am Hals. Genauso wie hier neben auch hier das Gleiche. Wir haben diese Dreiecke und die Unterteilung hier auf der Brust und die Striche und die Streifen. Genauso wie ganz außen hier bei dem Krieger ist das Gleiche. Wobei natürlich hier Übereinstimmungen herrschen können, dass sozusagen es sich um es sind jetzt nicht alles genau die gleichen Krieger, aber es könnte sich bei dem einen oder anderen Beispiel in meinen Aufführungen hier um die gleichen Krieger handeln, die aus unterschiedlichen Zeiten, von unterschiedlichen Leuten dargestellt worden sind. Hier ist jetzt nochmal eine andere Form, die davon ein bisschen abweicht, wobei wir aber hier auch wieder feststellen können, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Stämme und trotzdem eine sehr ähnliche Darstellungsform. Ja, mehr will ich da eigentlich gar nicht zu sagen, aber trotzdem sehr spannend, dass man hier eben diesen mittleren Steg hat, der aber dann zur Seite hin eben nochmal die Streifen nicht parallel dazu runtergehen, sondern eben von dort weg über die Schulter. Hier ganz klar eine Unterscheidung, was ich vorhin am Anfang gesagt hatte. Bei den Cree war es so, die waren parallel gleich tätowiert, also links wie rechts. Zumindest haben wir jetzt hier 3 Beispiele davon, wo man genau sieht, dass sie eben nicht einseitig tätowiert waren. Und auch was hier deutlich rauskommt, ist eben diese gekreuzte Form, die bei ihm hier so über die Brust geht, also vertikal und hier horizontal, aber im Prinzip kommt das gleiche Muster irgendwo dann auch wieder dabei raus. Sehr, sehr spannend. Könnte sich um eigene Kriegstaten hier handeln, aber ja, einzelne Kriegszüge. Interessant sind auch hier diese Dreiecke, diese 3 Stück wieder am Hals. Und hier außen lässt sich leider bei diesem Gemälde, wo ich jetzt hier nur so einen Screenshot von habe, das nicht so gut mehr ableiten. Auf jeden Fall handelt es sich wieder um Striche, die in der Mitte hier aber weiter auseinander liegen und sie sind auf beiden Seiten scheinbar gleich. Jetzt nochmal wollte ich auf die Tätowierung eingehen von Poor Wolf, denn das Spannende, was viele Leute vielleicht nicht wissen, ist, dass sie auf dem Rücken eben weitergeht und auch auf dem Oberschenkel, wobei wir davon leider keine keine Darstellung haben, damit haben wir nur die piktografische Darstellung in schlechter Qualität, die ich vorhin gezeigt hatte, aber mehr nicht. Man sieht ja hier unten, dass hier es weitergeht. Hüftknochen, da ist auf jeden Fall hier auch ein Streifen drüber. Was wir aber sehen ist, wenn wir jetzt auf der Rückseite bleiben, wir haben jetzt hier
an der Wirbelsäule einen Streifen, der eben dann hier wiederum mit Streifen, die zu Dreiecken werden und Punkten drinne, abgeht. Und diese Streifen vereinen sich dann mit den Streifen auf der Brust, beziehungsweise gehen dann quasi so schlangenförmig den Arm hinunter. Was wir ganz außen hier sehen können, ja, dass sie hier eben schlangenförmig hier runtergehen und immer wieder auch in solchen Dreiecksformen mit Punkten drin auslaufen, sage ich mal. Und ganz am Ende auf dem Handgelenk sieht man eben dann hier diese Krallenform. Ja, was eigentlich jetzt daran so spannend ist, ich möchte da eigentlich mal drauf eingehen, das ist jetzt schon wieder meine eigene persönliche Meinung und Deutung, wobei ich jetzt euch mal da Parallelen zeigen möchte. Und zwar ist meine Vermutung, mit den Darstellungen, die ich euch am Anfang schon gezeigt hatte, mit diesen Rückenpartien, wo hier Streifen von der Mitte aus weggehen, ja, und mal mit diesem Mittelteil, was immer unten wie meistens so eine Zackenöffnung hat, ja, wie so ein Greifer, ja, oder Schere, und diese Blockunterteilung. Was ich jetzt persönlich daraus sehe, was das von der Bedeutung her sein könnte, das muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber das könnte sich dort um Insektendarstellung, vor allen Dingen jetzt speziell hier um Libellendarstellung handeln. Warum sage ich das? Ich zeige euch gleich dazu ein paar Bilder. Erst einmal die Libellenform von oben auf den Körper einer Libelle geschaut, ja, ohne jetzt den Körper mit den Flügeln, also der Flügelteil beziehungsweise der Kopfteil, der fehlt hier. Aber wir sehen jetzt hier eben diese Unterteilung, diese typische, und ganz unten eben den Greifer. Also wie die Zange unten die Libelle hat, womit sie quasi bei der Paarung zugreifen kann. Ja, den Kopf der Partnerin greift. Und warum ist wenn es eine Libelle ist, warum geht's hier oben dann nicht weiter? Naja, ganz einfach, weil wir ja hier den Übergang haben in den Schulterbereich und weil wir ja dann den Kopf haben, den menschlichen Kopf. Und wenn man sich sowas tätowieren lässt, dann könnte es sich darum handeln, dass man sozusagen die Libelle als Schutzgeist quasi oder Schutzsymbol braucht im Kampf. Und was interessant ist, die Rückenpartie hier mit diesen Dreiecken, die ist wieder sehr deutlich, gibt es hier Verbindungen, aus meiner Perspektive jedenfalls, zu den Flügeln einer Libelle. Ja, warum sage ich das? Weil die Flügel einer Libelle eben, je nachdem, wenn jetzt die Sonne scheint und das Licht auf die Flügel scheint, der Flügel ist ja nicht platt, sondern der Flügel der ist wie gezackt und der hat bestimmte Form. Und je nachdem, wie das Licht sich bricht auf der Oberfläche, weil die auch nochmal jeweils, jede einzelne Kastenform auf dem Flügel ist nochmal konkav. Und dadurch bricht sich das Licht anders und es gibt bestimmte Formen. Und das könnten die dort gesehen haben. Ich meine, viele von denen, zum Beispiel die Daza, ja, leben am Wasser. Das heißt, sie haben Libellen immer in Beobachtungsnähe. Von daher würde ich das jetzt auch nicht ausschließen, dass sie da ihre Bedeutung drin sehen. Außerdem muss man dazu sagen, die Libelle stand auch dann lange, nachdem diese Tätowierungen schon verschwunden waren, immer für Schnelligkeit, Geschicklichkeit und ich sag mal so eine Art Unsterblichkeit. Ja, warum? Weil die Libelle anders als alle möglichen anderen Tiere dort lebt, dort entspringt, dort ihren Anfang findet, wo eigentlich das tote Wasser ist. Also meistens nicht so richtig fließendes Gewässer, Wasser, was steht und eben nicht aus dem reißenden Fluss geboren wird. Und das ist eigentlich so, die Libelle wird eigentlich als ein mystisches Wesen, was eben den Tod überwindet, angesehen. Und von daher ist das eben ein sehr, sehr bedeutendes Schutzsymbol gewesen, was unter verschiedenen Stämmen, zwar vorrangig bei den Cheyenne, aber auch bei anderen Stämmen, überall in der Quillarbeit, auf allen möglichen, vor allen Dingen auf den Moccasins, aber auch auf den Leggings, eigentlich überall auf den Cradles, also den Kindertragen und so weiter auftaucht. Und deswegen ist es sozusagen umso möglicher, dass sich die Krieger eben das tätowiert haben
anstatt es nur auf den Körper oder auf den Körper ihres Pferdes quasi als Zeichen der Schnelligkeit aufzumalen. So, genau. Und diese Dreiecksform hier, das sehen wir gleich, das sieht eben auch so aus wie diese Flügelpartien bei einer Libelle. Und zwar hier einmal die verschiedenen Libellenformen von den Körpern, wobei wir jetzt hier auch so sagen können, ne, diese Dreiecksform und Kreuzform, ja, oder auch einfach hier diese Dreiecke, ja, das ist halt eine typische Sache, die auch eben, wie gesagt, in diesen piktografischen Darstellungen oder auch Gemälden immer wieder auftauchen. Wobei das hier noch spannender ist. Hier sieht man jetzt mal den Flügel und die unterschiedlichen Libellen haben unterschiedliche Flügelmaserungen, sage ich mal. Und wir sehen jetzt hier einmal sehr klassisch diese Streifen, die eben hiervon weggehen und Dreiecke bilden. Und man muss sich das eben so vorstellen, jetzt muss man sich das ein bisschen verschwommen vorstellen, dass man diese einzelnen Kästchen nicht mehr sieht, sondern eben nur noch diese Streifen wahrnimmt, so wie hier unten mehr, ja. Und dann dort in diesen Dreiecken zum Beispiel ist ja wie eine konkave Form und dadurch ist quasi das wieder ein dunklerer Part. Und auch hier diese Farbenvielfalt, also nicht alle waren so toll bunt, das will ich gar nicht damit sagen, aber es geht halt darum, diese blaue Farbe, dann geht es darum, diese Dreiecksform und Linien und wie sich das quasi, auch mit den Zacken hier, wie sich das wiederum hier in diesen Tätowierungen auf dem Rücken quasi und hier vorne auch wiederfindet. Ja, also auch diese Unterteilung mit den Dreiecken, wenn man sich das hier so anguckt, natürlich ist es jetzt nicht genau das Gleiche, aber man könnte jetzt meinen, dass da eine Verbindung bestehen kann. Und die will ich auf jeden Fall einfach mal zeigen. Dann nochmal was zu den verschiedenen Farben. Ich habe ja gesagt, vorhin Blau und Schwarz war das, was halt tätowiert wurde, wobei Blau eben häufiger vorkam. Aber es gab natürlich auch Erdpigmente, die in Wunden eingerieben wurden. Und dann hat man eben zum Beispiel rotes Pigment. Aber eigentlich das meistvertretene war eben dieses Blau. Wie entsteht das Blau? Ich habe hier mal einen Test gemacht. Ich habe jetzt hier Weidenzweige verbrannt. Und das Interessante daran ist, dass die Rinde, wenn sie bei der Vergasung ja im Prinzip, in Kontakt mit Sauerstoff kommt, bildet sie eben auf der äußeren Schicht so eine blaue, schöne Farbe. Und beim Zerstampfen nachher später verschwindet die, also sie taucht dann nicht wieder auf. Aber das Magische ist eigentlich, dass sie nachher später, wenn sie dann tätowiert ist, eben doch wieder erscheint einem das hier blau. Hier ist es so, diese blaue Weidenrinde, ja, so wird es auch schon beschrieben bei, ich weiß nicht, ich glaube, war Prinz zu Wied, als Bodmer einen Mandan gemalt hat er zumindest beschrieben, dass sie die blaue Rinde der Weide zerstampfen, um daraus ihre blauen Tätowierungen zu machen. Ja, wobei wir jetzt hier an dem Beispiel links außen sehen, also das sind zwei unterschiedliche Tätowierungsarten. Wir haben jetzt hier in der Mitte diese blaue Form, die ist gestochen. Das heißt, die ist punktuell, die ist nicht geritzt, sondern sie ist halt gestochen mit einzelnen Nadeln. Und wir haben jetzt hier links außen haben wir Ritzungen. Also das war auch viel vertreten, dass man eben, anstatt dass man punktuell nur punktiert, dass man eben dort mit einem, ich sag mal sowas wie ein Skalpell, wahrscheinlich am Anfang hat man Obsidian dafür genommen, wie Ritzungen in die Haut macht, immer mehr und immer mehr, bis die Haut quasi entweder komplett weggeschnitten wurde, das gab es auch, und dann eingerieben worden ist mit der Asche quasi, oder Kohle, oder aber dass es sozusagen einzelne Ritzungen war, wo das dann in diese Wunde reingerieben worden ist und dann ist es halt da drin geblieben. Und beides gab es auf jeden Fall. Dieses Schwarz entsteht eben, wenn man zum Beispiel von den Kochtöpfen, Keramik oder Metall, ist ja erstmal egal, wenn man davon sozusagen das Schwarze abkratzt, dann hat man diesen ganz feinen schwarzen Ruß und der bleibt auch in der Tätowierung eben schwarz und das erkennt man eben hier, diesen Unterschied. Ja, ist eigentlich ziemlich spannend. Zu den Ritzungen will ich noch was sagen. Es gibt dazu auch, das zeige ich euch gleich mal hier, verschiedene Methoden. Wir haben jetzt hier rechts außen oder hier links unten, wir haben hier Spitzen
aus verschiedensten Materialien. Vogelknochen, Kakteen, alles Mögliche wurde verwendet. Damit hat man punktiert. Ja. Oft waren dann oben daran Federn befestigt. Das waren ziemlich wichtige heilige Bündel. Und hier links oben haben wir ein sehr interessantes Gerät, was viele vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir haben jetzt hier nicht nur Punktierung, sondern wir haben ein Stück Holz, wo Blechklingen, 4 Stück im eigentlich gleichen Abstand, sieht man jetzt hier nicht so gut, aber soll wahrscheinlich so sein, eingefügt sind in das Holz. Und damit hat man quasi den zu Tätowierenden geritzt. Also man hat so lange darauf rumgeritzt auf der Haut, bis dort eben bis es eben so doll geblutet hat und aufgeritzt war die Haut, dass sie weg war, dass man eben dort die Farbe massieren konnte. Ja, das vielleicht dazu. Jetzt noch mal ganz kurz noch mal ein Querverweis. Wer sich mit den Tätowierungen wirklich auseinandersetzt, der sollte sich auch mal die Roben anschauen. Bemalte Roben aus der richtigen Zeit eben damals, also aus der gleichen Zeit, sehen sehr, sehr unwahrscheinlich ähnlich aus. Das ist eigentlich das Spannende daran. Ja, also man kann daraus sehr, sehr viele Ähnlichkeiten leiten und kann sagen, ja, also wenn ich jetzt hier einzelne Elemente nehme und die dann auf eine Tätowierung münze, dann sehen wir hier definitiv Übereinstimmungen. Ja. Hier jetzt nochmal eine andere Sache. Es ist zwar nicht Plains, wobei das äußere Shirt schon. Es ist eins der ältesten gesammelten War-Shirts auf der linken Seite und das andere, das sind Waldland-Stämme, die aber dann auch parallel links und rechts gleich tätowiert sind über die ganze Brust, auch mit so einer Art Speer- oder Pfeilspitzen und verschiedenen anderen Formen, wie in der Mitte eben so eine Art Käfer, Tausendfüßler oder irgendwie sowas und Kreuzen, was man wieder als Libellen zum Beispiel deuten könnte, man muss es aber nicht. Und interessanterweise würde ich jetzt hier drauf sagen, dass man halt sieht, dass diese Tätowierungsform sehr, sehr alt war und bei vielen Stämmen verbreitet war und mit der Christianisierung ist aber davon ziemlich viel verschwunden. Hier sieht man noch mehr Waldland-Indianer, auch hier parallel meistens und auch hier sieht man quasi ganz links außen so eine Halstätowierung. Ja, wie der Streifen nach links gehen und entweder hat man hier in der Mitte quasi da beim Kehlkopf einen Streifen nach oben oder aber sogar einen Kreis oder eine Art Ei. Und der links hat sogar noch eine Art Dreieck nach unten gehend. Eine Gesichtstätowierung war in dieser älteren Zeit außerhalb der Plains sehr, sehr verbreitet. Wie weit das verbreitet war auf den Plains, lässt sich jetzt aus meiner Perspektive im Moment jetzt nicht mehr so sagen. Wenn man sehr, sehr weit in die Mississippi-Kultur zurückgeht, dann war auch dort im Plains-Bereich definitiv, gab es garantiert Gesichtstätowierung. Aber das ist heutzutage aus meiner Perspektive im Moment nicht so richtig nachzuvollziehen. Vor allen Dingen habe ich mich damit jetzt nicht speziell auseinandergesetzt. So, zum Schluss möchte ich nochmal dazu sagen, das war jetzt erstmal nur ein ganz grober Einblick, aber ich möchte nochmal auf was eingehen und zwar, also die meisten Sachen, die wir jetzt hier von Anfang an gesehen haben, also diese Kernthemen waren die petrografischen Darstellungen von, ich sag mal, 1795 bis 1930, irgendwie so in dem Dreh. Dann tauchen die Skizzen von Kurz auf und natürlich auch die Gemälde von Bodmer. Alles so in dem Dreh 1830er bis 1851. Ja, und dann verliert sich da ein bisschen die Spur. Alles andere wurde dann, wie zum Beispiel die Fotografien und auch die petrografische Darstellung von dem Pur Wolf, die wurden ja viel, viel später angefertigt. Ne? Also viele, viele Jahre später. Zum Glück ist es eben so, muss man auch heutzutage sagen, hat der Pur Wolf wirklich sehr lange gelebt und somit konnte er quasi noch von einem Anthropologen sehr gut befragt werden, auch noch Stammesangehörige von ihm zu diesen Tätowierungen. Und er war eben zum damaligen Zeitpunkt schon über 80, glaube ich. Ja, das kann man dazu sagen. Die ersten petrografischen Darstellungen zeigen sehr, sehr vereinfachte Formen von Tätowierungen, wo man nicht so viel daraus ableiten kann. Da hingegen sind aber die Gemälde
Bodmer angefertigt hat. Genauso auch natürlich die Skizzen von Kurz. Die sind sehr, sehr detailliert und geben eben einen Einblick, ja, wie es eben wirklich gewesen ist. Man muss aber dazu sagen, ganz am Anfang war es wahrscheinlich auch so, dass diese Tätowierungen andere Bedeutung hatten, beziehungsweise dass nur bestimmte Leute ausgewählt worden sind, die das dann tragen durften. Und tatsächlich in den 1830er, beziehungsweise eigentlich 1840er Jahren scheint sich das dann verloren zu haben. Also nach der großen Pockenepidemie sind ja die meisten gestorben. Sicherlich die meisten, die eine Tätowierung hatten oder auch Tätowierer waren. Danach ist es eben so, wir haben eine interessante Umwandlung. Die noch überlebt haben, und das war zum Teil waren das ja nicht besonders viele, die haben sich dann tätowieren lassen, obwohl, oder wurden ausgewählt, sich tätowieren zu lassen, obwohl sie vielleicht noch gar nicht diesen kriegerischen Heldentaten erlebt hatten. Die waren dann selber erst nochmal Teenager, und das war dann im Prinzip sowas wie, naja, man wollte, dass die an sich glauben, dass sie starke Krieger werden, und hat dann deswegen sich entschieden, oder auch die Person selber, sie zu tätowieren, beziehungsweise die Personen selber haben gesagt, ja, wir sind hier richtig badass, wir sind richtig die coolen Krieger, und deswegen wollen wir auch so eine Tätowierung haben wie unsere damaligen Häuptlinge. So. Und von daher verliert sich so ein bisschen eigentlich die Bedeutung davon. Warum? Weil, wie gesagt, so jemand wie Pure Wolf wahrscheinlich, als er tätowiert worden ist, und das hat die Tätowierung, das hat 1 Jahr gedauert, dieser Prozess, der war damals um die 19, ja, also noch ein Teenager, der hat garantiert nicht diese Kriegstaten vollbracht, die man vielleicht daran deuten kann in seiner Tätowierung. Und außerdem muss man dazu sagen, dass weitere Leute die Tätowierung abgelehnt haben, also sich selber nicht tätowieren lassen haben, einfach aufgrund der Schmerzen und weil es halt auch wahrscheinlich nicht mehr so angesehen war, weil da so anfing, das ganze Wissen darum zu verschwinden. Und einige andere Männer, also zumindest mindestens 2 weitere, die sich tätowieren lassen haben dann ihren Tätowierungsprozess abgebrochen. Und das ist das Spannende eigentlich, dass wir sehen, jetzt im Gegensatz zu Pure Wolf, der hat das komplett durchgezogen, und der war eben die komplette Seite tätowiert, Arm, Oberkörper, Rücken, oberer Rücken und auch rechtes Bein, ja, also zumindest der Oberschenkel und alles, Hüfte. Jetzt ist es eben so, diese weiteren haben das eben abgebrochen, und man sieht auf den Skizzen von Kurz eben wahrscheinlich genau diese Krieger. Hab's auch irgendwo gelesen, dass es wohl tatsächlich so gewesen ist. Diese Krieger hatten dann, sage ich mal, halbe Tätowierung. Was weiß ich, nur bis zur Brust hier, bis zum Brustansatz, und aber nicht mehr über die Rippen, weil wahrscheinlich das auch wesentlich schmerzhafter war, und auch wahrscheinlich nicht mehr hier diesen mittleren Steg, weil das halt auch sehr, sehr schmerzhaft war. Das ist ziemlich interessant. Und noch eine andere Geschichte dazu. Es gab tatsächlich auch, wahrscheinlich aus dem gleichen Zeitraum her, Männer, die sich tätowieren lassen haben, aus eigenen Wünschen heraus, um irgendjemanden zu beeindrucken, meistens natürlich irgendeine Frau zu beeindrucken, beziehungsweise den Vater zu beeindrucken, dass der sagt, oh ja, ich sehe ja, du bist ein großer Krieger und deswegen gebe ich dir meine Tochter. Und dann wurde einer als Hochstapler quasi entlarvt. Es wurde gesagt, ja, okay, der hat sich einfach tätowieren lassen, ohne dass diese Zeichen, dass er es halt wirklich verdient hätte. Und da hat man dann beratschlagt, was macht man dann mit der Person? Also man wollte sie auch nicht umbringen, man braucht ja jeden fähigen Kämpfer und Jäger. Aber die Bestrafung ab da war dann folgende. Kann man sich kaum vorstellen, aber die komplette Tätowierung, die diese Person hatte, wurde wieder rausgeschnitten. Also die komplette Haut mit der Tätowierung wurde entfernt. Als Bestrafung, als Abschreckung für all diejenigen, die sie einfach irgendwas tätowieren lassen, weil sie meinen, sie wären die coolsten. So, aber das tatsächlich nicht verdient haben. Das nochmal vielleicht dazu, ist vielleicht ein interessanter Queransatz. Ja, zu den Geschichten erstmal soweit. Es gibt natürlich noch, dieses Thema ist noch viel, viel größer, aber das Video ist schon wieder so unglaublich lang geworden. Deswegen entlasse ich euch jetzt mal wieder und dann sehen wir uns dann im nächsten Video. Und wenn ihr Fragen oder Ideen dazu habt oder irgendwas dazu noch wissen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Also, macht's gut, bis dann, ciao.